Summer Vinyl Tag 2024. Bei der Vinylhöhle habe ich vor ein paar Tagen gesehen, dass die das auch gemacht haben als Inspiration vom Noble Records aus den USA, der das Ganze initiiert hat. Also habe ich mich berufen gefühlt, das einfach auch mal zu machen. Summer Vinyl Tag, solche Sachen finde ich immer super. Es gibt dazu, Moment, wie viel? Insgesamt 20 Fragen oder 20 Aussagen in dem Sinne. Und mal gucken, was wir dazu haben. Erste Sache, Album oder Song mit dem Wort Sommer im Titel. Nun, da ist mir natürlich als erstes eingefallen der Song Sommer 89 von der Band Ketka vom Album Ich vs. Wir. Ich sage es immer wieder, ich glaube, dass Ketka aktuell eine der besten politischen Bands sind, die auch eine entsprechende Reichweite haben. Und Sommer 89 ist da einer der Höhepunkte. Wer den Song nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall anhören. Das ist ein Kracher. Das Ding ist ein echter Kracher. So, was haben wir als zweites? Neuester Gral in der Sammlung. Da habe ich zwei Sachen tatsächlich. Zum einen habe ich hier Tool, das Album Lateralus. Das gibt es nur als Picture Disc. Dementsprechend ist auch dies eine Picture Disc. Normalerweise kaufe ich keine Picture Disc, bei der hier mache ich eine Ausnahme, weil es im Endeffekt das Album in offiziell nur als Picture Disc gibt. Als ich das gesehen habe vor ein paar Wochen, habe ich erstmal ein bisschen gegoogelt und habe mich erstmal ein bisschen schlau gemacht anhand verschiedener Merkmale, ob das denn nicht ein Counterfeit ist. Aber es ist ein Original. Der Preis war jetzt ein bisschen hoch, aber er war tatsächlich okay für dieses Album in dieser Version. Das wollte ich unbedingt mal wieder haben. Was heißt mal wieder haben? Ich wollte es haben. So, danach habe ich danach gesucht, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das gefunden und dann halt gekauft, obwohl ich einen Moment überlegt habe. Ein zweiter Gral, den ich tatsächlich letztens gefunden habe, ist eine weitere Picture Disc, nämlich diese hier. Wie heißt da? Also das ist ein bisschen Hamburger Schmuddelkinder und Straßenrocker leben anders. Vinyl jetzt erst recht. Warum ist es für mich ein Gral? Auch hier, diese Ausgabe gibt es entweder nur auf CD oder halt auf dieser Picture Disc. Die CD habe ich schon seit ewigen Jahren, seit vielen Jahren, denn das Ding ist schon echt alt. Steht es hier hinten drauf? Nein. Weil hier sind zwei Songs drauf, die ich wirklich großartig finde. Und zwar einmal die Bronx Boys mit dem Song Leichenzähler. Das ist eine eingedeutschte Version des Body Count Songs Body Counts in the House. Das zum einen. Das ist wirklich großartig. Das andere ist Witty Experience mit dem Song 25 Stunden am Tag. Es gibt, glaube ich, kaum einen besseren Lieblings- oder Liebessong als das. Nummer 3. Zufallsalbum aus dem Regal. Wenn ich das natürlich vorher vorbereitet habe, ist es kein Zufall mehr. Also greife ich jetzt hier, ich weiß ja ungefähr, was wo steht, welches Genre wo steht, aber es soll ja trotzdem irgendwie zufällig sein, also nehme ich jetzt das hier. So. Oh, guck mal. Wham. Fantastic. Ja, Wham Fantastic. Das ist das mit Bad Boys. Das ist das erste Wham-Album, glaube ich. Bad Boys, Love Me, Wham Rap, Club Tropicana, Drinks Are Free, Young Guns Go For It. Da hat sogar der Vorbesitzer, das ist eine Second-Hand-Platte, hat sogar der Vorbesitzer, ich weiß nicht, ob man das dadurch lesen kann, hat die Zeiten mit draufgeschrieben. Na, das ist ja süß. Und ein sehr, sehr junger George Michael. In schwarz, natürlich. Ja, das ist die Zufallsplatte aus meinem Regal. Muss ich hier das natürlich gleich noch unten eintragen. Nummer 4. Cover mit einem Tier drauf. Und da habe ich mich für Fischmob, ich hab dich lieb entschieden. Mit diesem wunderbaren Faultier da drauf. Das ist eine 12-Inch. Da sind trotzdem 10 Stücke drauf. Oder Stücke ist auch irgendwie ein mit 12 Songs drauf. Die Songs Dreckmarketing auch als Remix finde ich sowieso super. Tranquilo in verschiedenen Remixen. Ey, aller super. Fischmob mag ich sowieso sehr gern. Und wenn schon ein Faultier drauf ist, dann umso lieber. Album mit toller Geschichte dazu. So, da gibt es viele.
Ich habe mich aber für Illegale Farben entschieden. Das ist das Album Illegale Farben, der Band Illegale Farben. Warum gerade dieses? Das Album hier habe ich mir irgendwann mal mitbestellt bei einer Grand Hotel Van Cleef Bestellung im Shop. Da war das Ding runtergesetzt. Ich meine auf 5 Euro oder sowas. Und für 5 Euro kannst du einfach mal eine Platte mitbestellen. Was daraus wurde, ich habe mir die Platte angehört, ich fand die super, habe darüber einen TikTok gemacht und daraufhin hat sich die Band Illegale Farben bei mir gemeldet. Ich fand das super und ich habe damit Illegale Farben ein bisschen hergeschrieben. Und es endete damit, dass ich von der Band Illegale Farben verschiedene, sehr seltene Ausgaben ihrer alten Platten kaufen konnte. Und habe auch das neue Album bekommen, Montefiasco, inklusive einer Testpressung davon. Insofern hat dieses Album die Geschichte, dass sich durch diese Sache ein Kontakt zur Band ergeben hat. Wir haben nie telefoniert, wir haben uns nie gesehen, aber es macht einfach Spaß, eine junge Band, ja, junge Band weiß ich nicht, aber auf jedenfalls eine Band durch Social Media zu unterstützen, denn auch einige meiner Follower haben daraufhin Illegale Farben für sich entdeckt. Und das finde ich super. Das macht mir Spaß. Und insofern ist das eine tolle Geschichte zu diesem Album und der Band Illegale Farben. So, Nummer 6. Ist es Nummer 6? Ja, genau, Nummer 6. Diese LP würde keiner in deiner Sammlung vermuten. Das ist wahrscheinlich schwer, aber ich habe mich einfach mal für dieses Album hier entschieden. Adele, 19. Und das steht stellvertretend für die ersten 3 Adele-Alben, die sich in meinem Besitz befinden. Ich mag die. Ich finde die super. Das neueste Album habe ich mir jetzt nicht mehr gekauft, aber ansonsten finde ich, das eine großartige Sängerin und großartige Musik, die einfach auch Spaß macht. Und deswegen, ich mache mir da also ich weiß nicht, ob du das nicht erwartet hättest. Für mich ist das eine logische Schlussfolgerung. Adele. So, Nummer 7. Geile Musik für wenig Geld. Damit habe ich mir hier rausgesucht Lulu und die Einhornfarm, alles Klärchen, Bärchen. Und das auf klarem Vinyl. Die Platte habe ich in Schermbeck beim Plattenbau durch Zufall gesehen für 20 Euro, neu. Und allein der Name hat es mir einfach schon angetan. Und dann für ein 20. Und hier, du kannst ja mal selber in die Tracklist reingucken. Die großartigen Songs Im Bus wird nicht gekackt, so wie Nazis zuscheißen. Haben sie jetzt einen Fetisch mit dieser Form der Damenentleerung? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es eine coole Punknummer mit Damengesang. Und ich meine, die Dame singt auch bei Die toten Kräkuhen im Kofferraum. Ähnlich geiler Name. Aber geile Musik für wenig Geld. Lulu und die Einhornfarm. So, was haben wir als nächstes? Nummer 8. Single oder anderes Format. Singles habe ich zu Genüge, aber ich habe mal ein anderes Format rausgesucht. Nämlich ich habe diese Box hier von Tool. Das ist die Salival Box. Erstmal so, und das ist so schön zum Aufklappen. Und das ist mit einem Buch dabei. Und das ist sowohl eine DVD als auch eine CD. Ist nur so in dieser Form erschienen. Gibt es also kein Vinyl oder sonstiges zu oder eine separate CD. Gibt es halt nur so. Tool Salival Box, die war auch mal ganz gut im Preis gestiegen. Ich habe sie damals im Laden gekauft. Ja, Tool. Mag ich wohl. Tool letztens noch live gesehen. Das war super. Was haben wir als nächstes? Lieblingsmusik, Doku bzw. Film. Da habe ich mal hier Tears for Fears, Scenes from the Big Chair rausgesucht. Das ist eine DVD. Scenes from, das ist eigentlich dieses Sowing the Seeds of Love Logo, aber ist halt hier Scenes from the Big Chair. Das ist im Endeffekt eine Documentary, wie verschiedene Videos aus dieser Ära entstanden ist, inklusive eines Live-Konzertes aus Going to California. Und das hergestellt im Jahre 2005. Allerdings natürlich von der Documentary-Seite ist es, glaube ich, mehr so irgendwann in den 80er entstanden. Tears for Fears finde ich sowieso super. So, jetzt geht's rund. Ein Box-Set. Da habe ich nicht nur ein Box-Set rausgesucht, sondern im Endeffekt ein 4-Boxen-Set. Dieses 4-Boxen-Set vom Grand Hotel Van Cleef
zeigt die Schaffenskraft für 20 Jahre von 2002 bis 2022. Das sind 4 Boxen, die im Laufe eines Jahres erschienen sind. Die konnte man nur im Abo bestellen. Das heißt, man hat am Anfang gesagt, ich will alle haben, hat die dann bezahlt und hat sie dann nach und nach bekommen. Was ist das Coole daran? Zum einen, alle Bilder auf allen Seiten ergeben zusammen Sinn. Und wenn man das Ganze jetzt noch groß aufklappt, hat man dann hier im Endeffekt auch die Bilder, die zusammen Spaß machen. Was ist hier immer drin gewesen? Drin gewesen sind immer 5 Alben aus dem Grand Hotel Van Cleef Kosmos, inklusive, also diese 5 Alben jeweils in einer Farbe, in einer Sonderpressung, die nur in dieser Box zur Verfügung stand. Und jeweils noch eine Flexidisc. In jeder Box eine Flexidisc mit etwas, das es so auch nicht gab. Das fand ich super, war jetzt natürlich auch nicht gerade günstig, aber dieses Boxset sucht, glaube ich, echt seinesgleichen. So, das lege ich mal dahin. Und ich lege es mal hier hin, damit es mir nicht in den Weg fällt. So, was haben wir als nächstes? Album mit den meisten Gebrauchsspuren. Auf dem Vinyl weiß ich das tatsächlich nicht, weil ich gucke mir jetzt nicht jedes Album an und gucke, ob das jetzt irgendwelche Gebrauchsspuren hat. Aber vom Cover her, glaube ich, kommt das hier dem schon ziemlich nah. Yes, Yes Songs mit diesem Ringware. Das ist auch immer das Album, was ich raushole, wenn mich irgendjemand fragt, was Ringware bedeutet. Das ist das hier. Ne? Das ist ein Dreifachalbum, das aus dem Jahre, steht auch mal wieder nicht drauf, 72 und ist halt auch echt schick aufgemacht, so mit diesem Doppelaufklappen. Ja, das hat von außen eine der größeren Gebrauchsspuren. Finde ich jetzt aber tatsächlich nicht schlimm. So, Nummer 12, lokales Album. So, jetzt wird es lustig. Das hat nämlich 2 Beispiele. Ja, ich bin ja in Remscheid geboren und wohne jetzt in Bocholt seit 15 Jahren. So, 16 Jahren. Also, in Remscheid geboren. Aus Remscheid habe ich mir diese Platte rausgesucht, der Weiland-Chor. Denn ich habe bei der Firma Weiland auch gleichzeitig noch meine Lehre gemacht, Anfang der 90er. Und insofern passt es jetzt doppelt. Das ist eine Schallplatte aus, was weiß ich welchem Jahr. Weiland, der Weiland-Chor. Bergische Liedergrüße aus dem Bergischen Land. Das ist natürlich Chor, Gesang von irgendwann. Das ist aus meiner Geburtsstadt Remscheid. So, und jetzt geht es um Bocholt. So, da habe ich mir Andi Andres rausgesucht. Der ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1960 in Bocholt geboren, heißt eigentlich Andreas Lebbing. Ist ein Urbocholter. So, der hat hier Leben heißt Lieben rausgebracht. Das ist eine Coverversion, eine eingedeutschte Version des Barclay James Harvest Songs Life is for Living. So, aber Andi Andres hat nicht nur unter seinem eigenen Namen Songs veröffentlicht, sondern ist dann auch später der Gruppe Wind beigetreten. Hier ist er nämlich auch mit dabei. So, und Wind hat mit diesem Song hier, Lass die Sonne in dein Herz, beim Eurovision Song Contest, das heißt damals hieß das noch anders, Grand Prix de la Schmu Eurovision oder was weiß ich, 1987 in Brüssel hat er teilgenommen und das Ding hat Platz 2 gemacht. Fun Fact, 2 Jahre vorher, 1985, war die Gruppe Wind auch schon mal dabei in Göteborg und hat da Platz 2 belegt. Also 2-mal innerhalb von 3 Jahren Platz 2 belegt, haben wir schon lange nicht mehr geschafft. Aber damals bei dem Song Für alle aus dem Jahre 1985, da war Andreas Lebbing halt nicht dabei, aber hier ist er mit dabei. Wenn das alles, was ich nachrecherchiert habe, durchaus stimmt. So, nach dem Lokalen kommt Teil 13, ein Album aus einem fernen Land. So, und da habe ich hier rausgesucht, Baby Metal Live Legend IDZ Apocalypse. So, das Ding kommt aus Japan. Und das hier ist tatsächlich die einzige Version, die es davon auf einem analogen Tonträger, ja, es ist die einzige Version auf Vinyl. Eine andere Pressung gibt es nicht. Sonst gibt es davon nur DVDs. Also es gibt noch nicht mal eine CD-Pressung davon. Aber hier
Diese Schallplatte ist halt quasi der einzige analoge Tonträger. Und jetzt kommt's, ich habe das Ding geschenkt bekommen. Nämlich auf meinem TikTok-Kanal gibt es einen lieben Menschen, der sich das Nullhirn nennt. Und der hat mich mit ganz viel Babymetal versorgt. Unter anderem halt auch mit dieser Scheibe, die es nur exklusiv in Japan gibt. Danke nochmal. So, als nächstes ein Soundtrack. Soundtrack habe ich ein paar. Viele sind gut, manche sind ein bisschen okay. Aber ich glaube, eine Ausnahme bildet dieser Soundtrack hier, Judgment Night. Das ist die Vinylfassung, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist in Orange. Judgment Night ist für mich die Geburtsstunde des Crossovers. Jeder Song ist eine Zusammenarbeit zwischen einer Hip-Hop-Band und einer Alternative-Band. Es gab auch eine geplante Kollaboration zwischen, ich meine, Rage Against the Machine und Tool. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Den Song kann man auf YouTube hören. Der ist auch tatsächlich nicht so gut. Aber das hier ist für mich ein großartiger Soundtrack mit einer großartigen Idee dahinter, eine Rap- und eine Alternative-Band zusammenzubringen und daraus was Neues zu machen. Den Film brauchst du nicht angucken. Der Film ist einfach nur Grütze. Man könnte ihn mal gesehen haben, aber wirklich toll ist er nicht. Emilio Estevez spielt damit. Aber das ist für mich ein Soundtrack, der immer und immer wieder was Besonderes ist. So, was haben wir als nächstes? Deine größte Empfehlung zurzeit. Und das ist immer und immer wieder Fortuna Ehrenfeld. Das ist das letzte Album Glitzerschwein. Jetzt im Oktober kommt ein neues Dreifachalbum Universum raus. Da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, man kann Fortuna Ehrenfeld gar nicht oft genug erwähnen. Ich mag die wirklich sehr. Und das ist wirklich, das ist was ganz anderes, als was ich sonst höre, aber immer wieder super. Fortuna Ehrenfeld ist meine größte Empfehlung immer noch. Der nächste Punkt ist die Platte, die du derzeit am meisten suchst. Das ist eine spannende Frage. Ich suche eigentlich gar nicht so viel. Also suchen im Sinne von, dass ich gezielt irgendwo hinfahre und dort nach genau dieser Platte suche. Was ich noch gerne hätte, wäre zum Beispiel das Helmet-Album Unsung oder das Album von Playmo Chapter 1. Aber wenn ich das nicht finde, ist es auch nicht schlimm. Deswegen kann man jetzt nicht so sagen, dass ich das am meisten suche. Nummer 17. Shoutout an einen Vinyl-Kanal. Und da möchte ich ganz klar den lieben Timo von Vinyl und erwähnen, denn er hat mich schließlich dazu gebracht, oder nein, er hat mich nicht dazu gebracht, aber er war mein erster Kontakt in diese TikTok-Welt, weil er die German Vinyl Challenge Anfang des Jahres hier hingebracht hat und hat mich im Endeffekt ja so ein bisschen unterstützt, wie ich das Ganze hier so ein bisschen auf diesem YouTube-Gedöns mache. Und insofern, Timo, nochmal vielen Dank dafür. Nummer 18. Etwas Gutes, was in der Vinyl-Community passiert. Im Englischen hieß das, glaube ich, a silver lining on the horizon in the Vinyl Community. Ich finde, dass es erwähnenswert ist, dass es tatsächlich noch günstige Alben gibt. Nehmen wir hier Lulu und die Einhornfarm. Okay, das ist jetzt mehr oder weniger No-Name. Aber das letzte Alligator-Album hat auch nur um die 20 Euro gekostet. Und die war auch in Farbe. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, das sieht man da zumindest, Alben in der Preisrange 20 bis 25 Euro rauszubringen. Und das finde ich ist eine gute Sache. Und da freue ich mich jedes Mal drüber. Denn man muss nicht immer 30, 35, 40 Euro für eine Schallplatte ausgeben. Sie werden aufgerufen, aber es geht auch anders. Nummer 19. Teures Album, das man für wenig Geld bekommen hat. So. Und da muss ich diese Box hier angeben. David Gilmour live in Danzig. Das muss ich deswegen sagen, weil ich diese Box geschenkt bekommen habe. Zum Geburtstag. Von meiner Schwiegermutter habe ich sie geschenkt bekommen. Wenn sie das nicht getan hätte, hätte ich mir die selber gekauft. Denn zu diesem Zeitpunkt war das Ding gerade frisch raus. Das heißt, ich hätte in den Laden gehen können und ich glaube für 60 oder 70 Euro
gekauft. Und insofern, das Ding liegt, glaube ich, mittlerweile, also wurde schon für 600, 700, 800 Euro verkauft. Tue ich nicht, ich verkaufe die nicht. Aber das ist im Endeffekt ein teures Album, das ich für wenig Geld bekommen habe. So, kommen wir zur 20. Frage. Eine Promo-Copy. Und da habe ich Mail Deborah. Das ist ein White Label, ne? Also steht nur weiß drauf. Das war im Endeffekt nur auf diesem Zettel, der dabei war. Deborah habe ich so als Promo-Copy zugeschickt bekommen. Und das ist nur so auf 7-Inch erhältlich. Blackmail, das war, glaube ich, die erste Single, nachdem Aido Abai Blackmail verlassen hat. Deborah ist ein großartiger Song und meine Promo aus diesem Teil. Ja, das waren 20 Fragen Summer Vinyl Tag 2024. Shoutout an Noble Records und alle, die noch mitmachen wollen. Ich bin mal gespannt, ob da noch jemand sich auch dazu berufen fühlt, das auch zu tun. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Resttag.